Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus und heute machen wir ein bisschen Militärmuseum. Wir haben hier mit Genehmigung des Beijing Automuseums von der Firma Sembo das Modell 705-805, den Willys M-Bay Offroad Vehicle Jeep mit 807 Teilen. Das ist die Verpackung. Da ist der Jeep, aber erst geht's hier weiter. So, wir sehen, wir haben hier die Verpackung. Da unten steht Beijing Automuseum und dass es alles lizenziert ist. Und ich glaube hier dieses Zeichen da, das gilt auch noch dafür. Das ist ein Fahrzeug, was ich mir bei Bluebricks in Bielefeld geholt habe. Aber wo spielt jetzt gar keine Rolle. So, das ist die Vorderseite des Willys MB Offroad Vehicle. Ich hatte vor kurzem schon mal ein Willys MB, allerdings im so klein, so mini. Das ist jetzt etwas größer. So, die Rückseite. Hier sehen wir noch einmal in Chinesisch und einmal in Englisch die Geschichte des Willys. Hier haben wir den Willy. Ja. Hier unten sehen wir, dass wir Verdeck öffnen können und dass er einen Pullback-Motor hat. Ja, hier sehen wir das auch nochmal. Hier sehen wir das Innenleben. Und hier sehen wir etwas, was von vorne gar nicht zu sehen ist. Und zwar ist da noch eine Flak bei. Ja, haben wir gesehen. Vorne drauf, hinten drauf. Da ist eine Flak bei. Na gut. Ansonsten. So. Sicherheitshinweise. Das war's mit dem Karton. So. Schiebe ich den mal hier zur Seite. Ich hoffe, das stört er nicht. Hier haben wir den Jeep. Hier haben wir die Flak. Ja. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die kommen jetzt gleich. Aber wir gehen erstmal auf die Anleitung. Die Anleitung ist geklebt. Es gibt für dieses Auto leider keine Prints, sondern nur Aufkleber. Diese Aufkleber sind hier drin. Ja. Ganz normale Aufkleber, nichts Besonderes. Hier steht nochmal, in welcher Kombination, also ich muss es raten, die Tüten zu benutzen sind. Also es gab 4 Tüten. Ja. Allerdings steht das da nur in einer mir nicht gängigen Sprache. Gut, das Ganze hat 74 Seiten mit insgesamt 134 Baustellen. Und so sieht die letzte Seite aus und man sieht, da ist noch was. Da kommen wir gleich zu. Die Anleitung ist die reinste Katastrophe. Im wahrsten Sinne des Wortes die reinste Katastrophe. Wir haben hier, klar, ein extrem dunkles Grün. Also
Auch wenn das Licht hier von mir aus nicht super hell ist, aber da ist nichts mit erkennen. Also, ich habe hier mit einer Taschenlampe drüber gesessen, um zu gucken, welche Plates das sind, wo welche Plates hinkommen. Das hat keinen Spaß gemacht. Ja, weil das ist so dermaßen dunkel. Und ich werde jetzt mal versuchen. Ja. Also, geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Also da hätte man erstmal die Anleitung ist in Vollfarbe dargestellt, sozusagen. Das heißt, hier wird nichts ausgegraut und die neuen Teile ja, sind oben drüber. Aber es sind dann teilweise einfach nur noch schwarze Flächen. Ja, da wird zwar mal was mit Rot dargestellt, aber die reinste Katastrophe. Also das, nee, die Bauanleitung, die war nix. Also muss ich so lange sagen, die war gar nichts. So, schauen wir uns zur Seite. Neben diesem Jeep, neben dieser Flak, neben diesen farbenfrohen Teiletrenner haben wir 3 Geschüsse, ja, 2 hier einer drin. Und zwar kann ich die hier laden. Oh, so. Kann ich die laden und kann die, mal gucken, es geht, abfeuern. Ja. Laden und feuern. Ne? Geht vorhin besser. Na gut, also man kann sie, wie gesagt, abfeuern. So. Dann waren dabei 2 Maschinengewehre und 2 Karabiner, also Gewehre. Und danach war dabei eine, was man auch zusammenbauen musste, ein Maschinengewehr oder Schnellfeuergewehr, was später hier oben drauf kommt. Ja, das sieht man vorne auf der Seite alles nicht, deswegen setze ich es separat. Teile, die ich über hatte, waren gar nicht mal wenig. Und ich denke, ich habe alles verbaut, was zu verbauen werden sollte. Vielleicht da noch ein Plate. Also, na gut. So, wenn man das hier Fahrzeug hat, kann man so, kann man den hier reinsetzen. So. Und ich hätte jetzt hier mein Geschütz. Und man sieht, der Motor ist ein bisschen schwach. So. Jetzt können wir es aber hergehen. Hier. Dann fertig. Ja. Also der Pull-Down-Motor ist schon so.
Eigentlich war ich bis jetzt mit Semmo-Modellen sehr zufrieden. Die Steine, die Klemmkraft, unterirdisch. Einmal falsch angucken, das fällt alles auseinander. Deswegen bin ich sehr, sehr zurückhaltend mit diesem Modell. Und ich fange auch an, dass ich es erst messe, bevor ich es euch zeige. Also. Von dieser Anhängerkupplung da hinten bis vorne Stoßstange Ende 21,5 cm. Eine Höhe bis hier von 11 cm und hier diese Antennenspitze 13,5. Die Plane ist 10 cm breit. Und hier vorne Radkasten, so 9 cm. Mit der Flak kommen wir auf eine Gesamtlänge von rund 46 cm. Und die Flak ist hier 7,5 cm hoch. Wenn ich das absetze, komme ich hier auf 8. Die Flak lässt sich drehen, ein bisschen schwergängig, kann man die Achsen weiter auseinander machen, ist das okay. Hier diese Funktion drin, ist okay. Hochheben kann ich es auch. Okay. Jetzt zu einem Willys Jeep. Die Funktion habe ich gerade schon gezeigt. Der Pull-Down-Motor. Das war die Funktion. Zweite Funktion ist gegeben. Man kann diese Plane regulär zurück machen. So, jetzt zeige ich euch mal. So sieht das gute Stück von hinten aus. Die Plane, naja, ich habe es jetzt nicht anders hingekriegt. Ich habe mehrere Varianten versucht, aber das ist die mir am besten gefallen hat. So sieht er von der Seite aus. Vorne drin. Munition. Ja. So von vorne. Wenn man jetzt die Plane, muss man hier dort abmachen. So, dann kann man den umlegen. Plane da rein von mir aus und den umlegen. Und man kann auch die Scheibe runterklappen. Dann sieht das gute Stück so aus. Ja. Die angedeutete Lenkung und hier innen drin sind so zwei Schaltpins. Achso, hier noch die Schaufel, hatte ich jetzt fast vergessen. Die sieht man noch so schön auf dem Karton. So sieht man da innen drin. Sieht man jetzt schlecht, ne? Ich muss noch eine neue Beleuchtung holen. Da sind halt zwei Schaltpins drin für Untersetzung quasi. Hier sind Munition. Ne? Die wird da gelagert. Und hier ist eine Aufnahme. Wenn das Verdeck weg ist, dann kann man hier das Geschütz drauf machen.
Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie finde ich, dass die Proportion nicht ganz passt. Aber das kann es täuschen. Da will ich jetzt nichts zu sagen. Klemmbausteinfiguren passen da nicht rein. Keine Chance. Ja, gut, hier wäre noch Aufkleber, habe ich jetzt nicht. So. Wie gesagt, die Funktion ist der Pulldown. Wenn ich jetzt die Flak dahinter mache, nein, Ruhrpott-Taste wegnehme, ja, er würde fahren. Aber ja, da war nichts mehr. Gut, die Klemmkraft ist sehr bescheiden, deswegen bin ich auch immer ganz vorsichtig, wo ich was anfasse. Wir haben hier hinten noch das, oh, so, ein Tank und ein Reserverad und die Anhängerkupplung. Ja. Optisch ist er ganz nett. Wenn man an der falschen Stelle anfasst, mittlerweile weiß ich wo es, dann lösen sich die Teile und man muss wieder was abmachen. Na gut. Von unten hatte ich mir noch gar nicht gezeigt. So sieht er von unten aus. Also unten ist Technikteile. Ja. Jo. Wie gesagt, 807 Teile. Die Anhängerkupplung ist so ein bisschen so, da müssen wir noch einen dran machen. Das ist irgendwie ein bisschen, weiß nicht. Von der puren Optik, also auf keinen Fall Spielmodell. Hinstellen und nie wieder anfassen. Am besten Plane zulassen, nie wieder anfassen. Die Plane kann ich nicht drauf tun, wenn das geschützt drauf ist. Das funktioniert. Was ich tun kann, ich kann die Munition hier wohl wieder reinpacken. So. Die beiden zusätzlichen Abschuss könnte ich jetzt von mir jetzt auch hier reinlegen. Ja, und die Pistolen und die Gewehre, ja, die waren dabei. Die Flak, das war's. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte von dem Jeep ein bisschen mehr erwartet. Vor allem die Klemmkraft ein bisschen besser. Die Räder, also so richtig rollen tun sie auch nicht. Man hätte die Flak weglassen sollen und hier vielleicht ein bisschen mehr investieren sollen. Ja. Das Lenkrad, das war's. Ja, ist da einfach mit so kurz ein bisschen reingeklemmt. Also keine Fantasie, also Touch drin. Ich muss ehrlich sagen, ich war enttäuscht. Display-Modell von mir aus ganz gut. Ähm, die Gewehre, Pistolen, das hier, Flak, weiß ich nicht, hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Dafür einen schönen Willys Jeep wäre mir toll gewesen. Beim Bauen ist mir mehrfach der Deck abgebrochen oder eine gesamte Seitenfront. Bin froh, dass er jetzt steht. Gut, das war's soweit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn ich selber von dem Modell nicht so richtig überzeugt bin. Ich gebe euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott.
Euer Markus, bitte bleibt gesund und Glück auf mit euch.